Ja, der Ton läuft jetzt. Heute ist der 4. September 2018 und wir befinden uns in Potsdam im Wohnzimmer von Herrn Stiller. Herr Stiller, ich werde Ihnen gleich Ihre Schmalfilme vorführen und Sie können dann ganz frei die Bilder kommentieren. Es geht also um Ihre Erinnerungen. Ja. Dann fangen wir jetzt mal an und ich starte den Film. Ja, das ist meine Tochter. Da war sie noch 3, 4 Jahre alt. Das war in der alten Wohnung. Ja, da hatten wir ein Zimmer gehabt, eine Küche und die Toilette war eine halbe Treppe tiefer. Mein Gott, dass die Filme so schön geworden sind, da staune ich ja immer. Das bin ich jetzt hier. Da war ich 22 Jahre, ja. Das ist meine Frau, ja. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, ist das Mario? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war Mario gewesen. Im 5. Stock haben wir da gewohnt. Meine Frau, wir waren in Markkleeberg gewesen und da habe ich sie eigentlich kennengelernt. Da war sie in der 10. Klasse gewesen, ja, und ich habe schon gelernt, ja. Und da haben wir uns ganz kurz getroffen und gesehen. Ich hatte allerdings eine Freundin, muss ich dazu sagen. Und später ging alles zu Ende. Und dann auf einmal hat meine Frau geschrieben. Ne? Und dann bin ich nach Karl-Marx-Stadt gezogen, nach meiner Armeezeit. Und ja, na, und dann haben wir 1968 geheiratet. Die große Liebe, ja. Fragen Sie ruhig immer. Nee, das ist gut. Wir können auch nur gucken, das ist kein Problem. Das war der erste Geburtstag. Wenn man sich vorstellt, dass man alles gekauft hat für die Kinder, wirklich alles, und für meine Frau auch natürlich, dann fragt man sich, na, andere hätten sich ein Haus davon gebaut oder was, so sinngemäß. Das war Fleischer bei der Halbschwester in Leipzig, bei Leipzig. Da sind wir jedes Jahr hingefahren zum Besuch oder was. Wunderbar. Und die Wurstbrühe hier vor allen Dingen. Ach, das war 1980 im Keller. Bei uns hat man einen Partykeller gehabt. Ja, und das bin ich hier wieder. Als Krankenschwester habe ich mich verkleidet. Das waren sehr gute Feste, ja. Was ist das hier? Das war im Zug vom Ostbahnhof nach Brest, wo wir zur Trasse gefahren sind. In den 70er Jahren, da wurde schon die Trasse gebaut für Westdeutschland und Frankreich. Und 1980
1984, da haben wir dann für die DDR gebaut, die Erdgastrasse. Und da wurde das Erdgas von ganz weit in Russland transportiert. Die hieß Erdgastrasse Druschba, Freundschaft hieß die. Da war der Wohnungsbau gewesen. Die haben Wohnungen gebaut, genauso eine Plattenhäuser wie wir hier, Krankenhäuser gebaut. Dann waren die Lederjackennacken, sagt man immer dazu. Das waren die Rohre verschweißt haben. Die am meisten Geld verdient, so ja noch. Und wie lange waren Sie da? Genau 4 Jahre. Die Frau blieb hier mit den Kindern und ich habe dann da 4 Jahre Kraftfahrer gemacht. Alle Vierteljahre sind wir zurück. Ich habe so viel Überstunden geschrieben, das gibt es ja gegen Kino. Aber ich habe es eben gemacht. Das war ich gewesen jetzt wieder. Das war mein B1000, den ich gefahren habe. Das waren die Verdichter, die wir gesetzt haben da, um das Gas weiterzutreiben wieder. Das wurde gereinigt und dann sind sie auf die nächsten 130 Kilometer wieder weitergemacht. Und das war wir zum 1. Mai demonstrieren. Ja, genau. Zum 1. Mai war das Demonstrieren. Das ist Honecker. Würden Sie sagen, Sie haben an den Sozialismus geglaubt, an die DDR? Ja, eigentlich ja. Wie gesagt, wenn man das heute alles im Fernsehen sieht, dann denkt man, na, die DDR war im Prinzip pleite gewesen. War ja auch so, muss ich dazu sagen. Aber letztendlich hat man heutzutage alles noch pleiter gemacht. Das ist Colette hier dahinter. Das ist der Colette. Die hat mir gefallen. Die hatte nachher einen anderen gehabt, dann davon abgesehen. Wahrscheinlich wusste, dass sie verheiratet war und dass ich viel älter war als sie. Waren Sie verliebt in sie? Unwahrscheinlich, ja. So, was soll ich sagen dazu? Ich weiß ja nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Colette, weiß ich noch. Denken Sie noch oft an sie? Nee, um Gottes Willen. Auch um Gottes Willen. Das war in Leningrad gewesen. Da haben wir auch eine Reise hingemacht. Ja. Das war in Leningrad, jetzt heißt es ja anders, glaube ich, St. Petersburg, hier, glaube ich. Und das war zur Silvester, zum Silvesterfeier war das gewesen. Ja, das waren alles Russen gewesen, die sind immer so umhergefahren. 1. Mai hergelaufen. Das bin ich. Ah. Ach so, hier, der Aurich, ja. Der war von FDJ. Der war da gewesen auf der Baustelle und hat dann seine politischen Reden gehalten da. Dass alles in Ordnung ist und weiß ich was alles. Bloß das wusste ja kein Schwein vorher, dass die DDR schon pleite war. Der hat es nicht zum Ausdruck gebracht. War alles in rosa Blüte gewesen. Ich habe auch meinen Mund auch aufgemacht eigentlich im Prinzip, so eine Parteiversammlung. Und zwar, dass die Russen eben zu faul sind zum Arbeiten. Wenn man das gesehen hat, wie die geschweißt haben, ich habe hinterher mächtig Ärger gekriegt. Ja, vom Parteisekretär, so ja, wie ein Kraftfahrer so was reden kann oder was. Weil ich das ja nun alles mitgekriegt habe und gesehen habe und gehört habe.
Das war die Grenzöffnung gewesen, 89. Das war am Bahnhof Drewitz. Ich habe dann die verschämt angeguckt, die am gleichen Tag rübergefahren sind, oder was muss ich dazu sagen. Ich meine, gut, ich bin eine Woche später hingefahren und habe die 100 € für die Familie geholt. Ich konnte es nicht fassen, muss ich dazu sagen. Also ich hatte nicht dran gedacht, dass die Grenze gefallen wäre oder geworden ist. Hatte ich überhaupt nie gedacht dran. Hatte ich überhaupt nie gedacht, weil man uns ja nun im Prinzip aktuelle Kamera mehr oder weniger belogen hatte. Von vorne bis hinten. Das muss ich dazu sagen. Das ist nun mal nichts anderes, davon abgesehen. Die Grenze ist dazu da, dass man einer von anderen nicht rüberkommt oder was. Bloß wenn das Geld fehlt, dann kann ich das auch nicht machen. Muss ich dazu sagen. Das ist meine Meinung. Das war der erste Westurlaub gewesen.